Glaubst du, brauchst 200 PS, um auf dem Bock wirklich glücklich zu sein? Dass nur ein riesiger Hubraum für die krasse Gänsehaut sorgt? Vergiss es. Das ist einer der größten Mythen der ganzen Motorradszene. In den nächsten Minuten beweise ich dir das Gegenteil. Ich zeige dir 5 Gründe, warum so ein kleines, unscheinbares Bike dir ein breiteres und ehrlicheres Grinsen ins Gesicht zaubern wird als die meisten PS-Monster da draußen. Bleib dran, denn Grund Nummer 5 ist der, den die meisten erfahrenen Biker hinter vorgehaltener Hand zugeben, aber sich nie trauen, laut auszusprechen. Willkommen auf dem Kanal. Heute brechen wir mal eine Lanze für die Underdogs, für die oft übersehenen Helden der Landstraße, die kleinen Motorräder. Wir leben hier in dieser höher, schneller, weiter Welt. Alles redet von Spitzenleistungen, Drehmoment ohne Ende und den neuesten elektronischen Helferlein. Und klar, das hat alles seine Berechtigung. Aber dabei vergessen wir oft, worum es beim Motorradfahren im Kern wirklich geht. Um dieses pure, unverfälschte Gefühl von Freiheit. Um diese direkte Verbindung zwischen dir, der Maschine und der Strecke. Ich will dir heute zeigen, dass echter Fahrspaß nicht auf einem Datenblatt im Prospekt steckt, sondern tief in deinem Bauchgefühl. Wir reden drüber, warum weniger in der Motorradwelt so oft mehr bedeutet. Mehr Spaß, mehr Kontrolle, mehr Freiheit und am Ende des Tages auch mehr Kohle im Geldbeutel für das, was wirklich zählt, das Fahren selbst. Also halte ich fest, wir legen los mit dem ersten und vielleicht wichtigsten Grund. Grund 1, maximaler Fahrspaß durch volle Auslastung. Stell dir vor, du hast einen Supersportler mit 200 PS. Wahnsinnsteil, keine Frage. Du fährst auf deiner Lieblingslandstraße, eine Kurve nach der anderen. Aber mal ehrlich, wie oft kannst du da wirklich am Kabel ziehen? Wie oft kannst du den Motor mal richtig ausdrehen und die volle Leistung spüren? Im ersten Gang bist du schon längst zu schnell, im zweiten Gang tief im Knöllchen-Territorium und im 6. Gang, dann ziehst du vielleicht mal auf der Autobahn. Du bewegst dieses Geschoss die meiste Zeit im absoluten Schongang und kratzt nur an der Oberfläche von dem, was es kann. Das frustriert oder langweilt doch auf Dauer, oder? Und jetzt ist das genaue Gegenteil. Du sitzt auf einer leichten Maschine mit vielleicht 20, 50 oder 70 PS auf derselben Strecke. Du kannst den Hahn aufreißen, du kannst die Gänge wohl ausfahren, den Motor in den Begrenzer drehen, wenn du das willst, und die volle Leistung abrufen, ohne ständig mit einem Auge auf den Tacho und mit dem anderen nach Blitzen zu schielen. Du nutzt das gesamte Potenzial der Maschine. Du arbeitest richtig mit dem Motorrad, schaltest, bremst, legst dich rein und feuerst wieder voll aus der Kurve raus. Dieses Gefühl, die Maschine wirklich zu beherrschen und sie an die Grenzen zu bringen, und zwar an deine fahrerischen Grenzen, nicht an die der Straßenverkehrsordnung, das ist purer, ehrlicher Fahrspaß. Das ist ein aktiver, fordernder Fahrstil, der dich ganz nebenbei zu einem besseren Fahrer macht. Du lernst deine Linie sauber zu treffen, den Schwung mitzunehmen und wirklich eins mit dem Bike zu werden. Dieses Gefühl von Können und Zufriedenheit kann dir ein Motor, das du nie ausfahren kannst, nur ganz selten geben. Grund Nummer 2. Federleichtes Handling mit Agilität. Kommen wir zu Grund 2 und der ist pure Physik. Gewicht. Oder besser gesagt, das Fehlen davon. Viele große Motorräder sind schwer. Punkt. 230, 250 und manchmal sogar 280 Kilo sind da keine Seltenheit. Und jedes einzelne Kilo musst du bei jeder Bewegung kontrollieren. Beim Rangieren auf dem Parkplatz, beim Wenden in der engen Gasse und vor allem in jeder Kurve. Ein kleines Motorrad wiegt oft unter 200, manchmal sogar unter 170 Kilo. Und diesen Unterschied spürst du in jeder einzelnen Sekunde. Statt ein schweres Eisen mühsam in die Kurve zu zwingen, fühlst du dich, als würdest du mit dem Bike durch die Kurven tanzen. Es reagiert sofort auf den kleinsten Impuls. Ein leichter Druck am Lenker, eine kleine Gewichtsverlagerung und schon gibt es willig in die Schräglage. Schnelle Wechselkurven wird zum reinsten Kinderspiel. Du wirfst das Ding von einer Seite auf die andere, total spielerisch und mühelos. Diese Agilität macht nicht nur mehr Laune, sondern gibt dir auch ein riesiges Plus an Sicherheit und Vertrauen. Gerade für Anfänger und Wiedereinsteiger ist es Gold wert. Viele kleine Bikes haben auch eine niedrigere Sitzhöhe. Das heißt, du kommst beim Anhalten locker mit beiden Füßen auf den Boden. Dieses Gefühl, die Maschine immer im Griff zu haben und nicht umgekehrt, das ist unbezahlbar. Du fährst viel entspannter und souveräner und kannst dich voll auf die Straße konzentrieren, anstatt innerlich mit dem Respekt vor dem hohen Gewicht zu kämpfen. Ein leichtes Motorrad verzeiht dir mehr, lässt sich in brenzligen Situationen leichter korrigieren und gibt dir vom ersten Meter an das gute Gefühl, der Chef im Sattel zu sein. Grund Nummer 3. Geringere Kosten ist gleich mehr Freiheit. Reden wir mal über die Kohle. Vielleicht nicht das emotionalste Thema, aber ein verdammt starker Grund für ein kleines Motorrad. Und am Ende führt es doch wieder zu Emotionen, nämlich zu mehr Freiheit. Schauen wir uns die Fakten an. Ein kleines Motorrad ist in der Anschaffung viel, viel günstiger. Egal ob neu oder gebraucht.
Für das Geld, das du für ein großes Premium-Bike hinlegst, kriegst du oft ein kleines, geiles Motorrad und hast noch Budget für Top-Schutzausrüstung, Zubehör und die ersten großen Touren. Aber da fängt es ja erst an. Die laufenden Kosten bei großen Maschinen sind oft ein Fass ohne Boden. Die Versicherung für ein Bike mit weniger PS ist deutlich billiger. Die Steuer ist niedriger und der Spritverbrauch oft lachhaft gering. Wenn sich ein Big Bike gerne mal 6, 7 oder mehr Liter genehmigt, schnurren viele kleine Maschinen mit 3 bis 4 Litern auf 100 Kilometern. Das merkst du bei den heutigen Spritpreisen und der Tankung aber mal so richtig. Und dann kommt die Wartung. Reifen für kleinere Dimensionen sind günstiger. Kettensätze kosten weniger und Inspektionen sind oft einfacher und damit billiger, weil die Technik nicht so extrem verbaut und komplex ist. All das Geld, das du hier sparst, das sind Hunderte, wenn nicht 1000 Euro im Jahr. Ist Geld, das du direkt in dein Hobby stecken kannst. Stell dir vor, statt für die teure Inspektion zu sparen, fährst du davon ein Wochenende in die Alpen. Statt die hohe Versicherungsprämie zu zahlen, kaufst du dir das Navi, das du schon immer haben wolltest. Weniger Kosten bedeuten weniger finanziellen Druck und mehr Freiheit, das zu tun, was wir alle lieben, fahren. So wird dein Bike vom teuren Luxusgegenstand zum unkomplizierten Freiheitsticket. Wenn du das bisher nachvollziehen kannst und vielleicht selbst schon gemerkt hast, dass weniger PS oft mehr Spaß bringt, dann gib doch mal einen Daumen nach oben für das Video. Das hilft mir und dem Kanal riesig. Und schreibt mir unbedingt unten in die Kommentare, was sind eure liebsten kleinen Bikes? Welche Maschine hat euch das größte Grinsen ins Gesicht gezaubert? Ich bin mega gespannt auf eure Erfahrungen und lese mir jeden einzelnen Kommentar durch. Grund Nummer 4, weniger Stress, mehr Kontrolle. Dieser Punkt knüpft direkt am Handling an, geht aber noch einen Schritt weiter. Es geht um den Kopf, um das Mentale beim Fahren. Eine Maschine mit brutal viel Leistung kann einschüchternd sein. Jeder noch so kleine, unbedachte Ruck am Gasgriff kann dich unkontrolliert nach vorne katapultieren. Das erzeugt Stress, man ist ständig in Hab-8-Stellung, immer darauf bedacht, die gewaltige Kraft unter sich ja nicht versehentlich zu entfesseln. Das Ergebnis, man fährt verkrampfter und kann die Tour gar nicht richtig genießen. Ein kleines Motorrad dagegen ist ein Kumpel. Es ist berechenbar. Die Leistung kommt sanft und linear. Du kannst am Kurvenausgang beherzt aufziehen, ohne Schiss zu haben, dass dir das Heck wegschmiert oder das Vorderrad unkontrolliert in den Himmel schießt. Diese Berechenbarkeit gibt dir ein unglaublich souveränes und entspanntes Fahrgefühl. Du fühlst dich sicher, du hast die absolute Kontrolle. Und genau dieses Gefühl der Kontrolle ist die Basis, um dein eigenes Fahrkönnen zu verbessern. Du traust dich, Sachen auszuprobieren, deine Schräglage zu verbessern, später zu bremsen, früher ins Gas zu gehen. Du entwickelst ein viel feineres Gespür für das Bike, weil du nicht ständig von der schieren Kraft eingeschüchtert wirst. Das ist ein bisschen so wie der Unterschied, ob du einen wilden Tiger an der Leine führst oder mit einem trainierten sportlichen Hund Gassi gehst. Mit dem Hund wirst du eine deutlich entspanntere und geilere Zeit haben. Und genau diese Entspanntheit und dieses Vertrauen machen am Ende des Tages den Fahrspaß aus. Grund Nummer 5, der Underdog-Faktor und die Community. Und damit sind wir beim letzten Grund. Und das ist mein persönlicher Favorit. Das emotionale i-Tüpfelchen, der Underdog-Faktor. Es gibt kaum ein geileres Gefühl, als auf einer kurvigen Passstraße mit einem unscheinbaren kleinen Motorrad an einem Fahrer mit einer riesigen, teuren Maschine dran zu bleiben oder ihn in den Kurven sogar hinter dir zu lassen. Manchmal siehst du die pure Verwirrung in den Rückspiegel, der versteht die Welt nicht mehr. Er hat doppelt so viel Hubraum, dreimal so viel Leistung, aber in den engen Kehren zählt das alles nichts. Da zählen Agilität, eine saubere Linie und das Können, die Kiste fliegen zu lassen. Dieser Moment ist unbezahlbar und sorgt für ein Dauergrinsen, das tagelang anhält. Ich kann mich noch erinnern, wie mich auf meiner SV650 eine 1000er Ducati auf einer kurvigen Landstraße einfach nicht abschütteln konnte. Und wenn doch, was soll's? Denn es geht nicht nur darum, andere abzuhängen. Es geht um eine ganz besondere Kultur. Kleine Motorräder wie meine Royal Enfield Classic 350, eine SF500 oder auch eine KTM Duke haben oft einen riesigen Kultstatus. Die stehen für einen Lifestyle, der sich nicht über PS-Zahlen definiert, sondern über puren, unkomplizierten Spaß. Da bildet sich eine Community von Gleichgesinnten, die einfach nur das Fahren an sich feiern. Da ist es egal, ob du mit einer 350er oder einer 650er ankommst, was zählt ist die Leidenschaft. Es geht um Balance, um Spaß, um Style. Du bist Teil von etwas, wo das gemeinsame Erlebnis zählt und nicht, wer das größte und teuerste Statussymbol unter dem Hintern hat. Also was nehmen wir mit? Du brauchst kein PS-Monster, um glücklich zu sein. Du brauchst ein Motorrad, das du voll ausreizen kannst. Du brauchst ein Bike, das sich federleicht anfühlt und mit dir durch die Kurven tanzt. Du brauchst eine Maschine, die deinen Geldbeutel schont, damit du mehr Freiheit für echte Abenteuer hast. Du brauchst ein Fahrzeug, das dir die Kontrolle gibt und den Stress nimmt, damit du einfach souverän und entspannt fährst. Vielleicht brauchst du einfach den Mut, dich für den Underdog zu entscheiden, um den puren, ehrlichen Fahrspaß
neu für dich zu entdecken. Am Ende des Tages ist die entscheidende Frage nicht, wie viel PS hat dein Motorrad, sondern wie sehr bringt es dich zum Lächeln. Geht raus, macht Probefahrten, probiert auch mal die Kleinen aus. Ihr werdet überrascht sein. Fahrt das, was euch glücklich macht und nicht das, was das Datenblatt euch vorschreibt. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video. Und bleibt oben. Ciao.